Teil miteinander. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bravely Default. Ja, wir sind der Zwiebelritter Tess. Haben wir nämlich überlegt, wir haben die längste Zeit mit dem Ringerbell eigentlich gespielt als Hauptcharakter, jetzt habe ich mal wieder eine andere nicht da. Allerdings haben wir ja auch noch nie mit der Idea gespielt als unseren ersten, darum würde ich sagen, haben wir dieses Mal, schieben wir die Idea führen. Und euch wird da jetzt vielleicht gerade was Neues auffallen. Sie hat ein ziemlich cooles Kostüm an. Und das liegt daran, weil wir nämlich mittlerweile Agnes' Rüstung. Jetzt sag's euch einfach am besten. So, Status. Machen wir das einmal so. Also, das ist Ideas Kleid, Rüstung, was auch immer. Interessanterweise schaut das auf dem Icon eigentlich so aus wie das da. Das rote, was sie im Intro auch hat. Wenn wir da gerade mal schnell schauen, ausrüsten. Ideas Kluft heißt das Ding. Und das ist eigentlich dieses rote Kleid, was sie da auch hat. Es zeigt bei allen, also ich habe 3 bisher, das vom Ringerbell fehlt es nur, das kriege ich mal im Laufe der nächsten Stunde. Es steht es bei allen 3 bisher dabei, dass sich das im Laufe der Zeit verändert, optisch wahrscheinlich, oder ich weiß nicht inwiefern sich das verändern soll, komischerweise. Bei der Agnes ist es wie heißt das, Rittertunika. Sie schaut irgendwie, ja ich weiß nicht, ich würde das jetzt nicht direkt als Ritter interpretieren, was sie da hat. Aber es ist trotzdem irgendwie putzig, gerade mit ihrer Schleife da in der Haar. Dem Stirnband. Und ja, bewirkt halt auch, dass sich das irgendwie verändert, was auch immer. Ich bin ein kleiner Grinden gewesen, logischerweise, war zu erwarten. Wir gehen ganz kurz die neue Fähigkeiten durch. Also, Idea und Tis haben der neue Schwertmeister gekriegt. Ich bin ein bisschen enttäuscht bisher vom Schwertmeister, weil er zwar sehr stark sie kann, aber leider viel zu sehr von Konterfähigkeiten abhängig ist. Ich meine, das hängt damit schon zusammen, Konter, wenn du angegriffen wirst, du hast eine gewisse Chance, dass du automatisch zurückschlagst. Wir haben bis jetzt 4 Fähigkeiten auf Stufe, was haben wir jetzt, 11. Nichts gewagt haben wir von Anfang an. Die bewirkt, wenn quasi sie getroffen wird in der gleichen Runde, dass der Schaden halbiert wird und mit doppelter Kraft gekontert wird, sofern sie als Einzelziel ausgewählt wird. Dann haben wir vor die Säue, das ist im Prinzip das gleiche nur mit Magieangriffen, das heißt, wenn sie in der Runde Magieangriff leidet, wird der Schaden mit 3-facher Stärke reflektiert. Gilt natürlich nicht für Angriffe, die für Reflex zurückgeworfen werden. Dann haben wir Quietschrad, was heißt, dass wir die Anzahl der BP von dem Gegner um 1 Punkt reduzieren können, das uns allerdings ohne BP kostet. Und funktioniert bei Bossen und bestimmten Gegnern natürlich nur zu 30%, weil sonst wäre es ja OP. Und dann haben wir noch Kenne den Feind. Der das 4-fache vom Schaden. Hä? Oh, dann habe ich das vorher vielleicht ein bisschen falsch gelesen. Okay, dann ist das eigentlich im Prinzip nichts anderes als eine verbesserte Version von Nichts gewagt, oder? Halbiert den erlittenen Schaden. Aha, na Moment, startet er den Gegenangriff zu das 4-fache des Schadens. Achso, doch. Aber jetzt mal, wenn sie getroffen wird und davor Kenne den Feind gesetzt hat, dass sie dann zuschlagt mit 4-facher Stärke. Und bei Nichts gewagt schlagt sie ja nicht zu, sondern da wartet sie und wird, wenn sie getroffen wird, dann haut sie zu. Okay. Irgendwie, keine Ahnung. Bin jetzt ganz überzeugt davon. Die Hilfsfähigkeiten sind jetzt auch nicht so gut. Wir haben zum einen die Erdtoleranz. Logisch hat jede Klasse irgendeinen, oder halt es gibt viele Klassen, die halt auf ein gewisses Element Resistenz hinzufügen. Das Katana-Wissen, das natürlich unser Katana auf Rang S erhöht. Multitasking ist so eigentlich der halbwegs wirklich brauchbare Skill. Heißt nur, wir haben bei jedem Angriff eine gewisse Chance, dass noch ein zweiter Angriff dem ersten folgt. Kostet allerdings 2 Hilfsfähigkeiten Punkte.
Konter ist die Fähigkeit, die die Klasse hat, die wir jetzt halt mit jeder Klasse verwenden können, kostet allerdings auch 2 Punkte. Verwirrungsimmunität ist ziemlich selbstredend. Konter Plus erhöht den Schaden von Konterangriffen. Macht auch nur Sinn, wenn man mit dem Schwertmeister kämpft, weil der eigentlich der einzige ist, der überhaupt Konter verwendet. Es sei denn, ich hau Konter in einer anderen Klasse und tue Konter Plus dazu, was mir allerdings 3 Punkte kostet und sich meiner Meinung nach absolut nicht rentiert. Und dann haben wir Heart of Hearts, verstärkte Angriffskraft basierend auf der BP. Wird für mich wahrscheinlich nicht so relevant sein, weil ich bin bisher noch nie wirklich... Ich habe noch nie wirklich mit positiven BP gekämpft. Ich gehe meistens am Anfang durch Brave ins Minus und toll halt in der ersten 2-3 Runden gehörig Damage aus. Von dem her muss ich sagen, ich hätte mir viel mehr Offensivskills gewünscht für das Schwertmeister. Gut, es fehlen nur 3 Level, da kann noch einiges dazukommen. Aber ich lege eigentlich nur Hoffnung in der letzte Skill, den wir vielleicht kriegen werden, und sonst finde die Klasse leider ziemlich unnütz. Weil die meisten Skills funktionieren nur, wenn sie getroffen wird. Und wir sind 4 Leute. Ihr müsst ihre Ausrüstung zusammenstellen, die der höchste Agro-Wert hat, dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass sie getroffen wird. Und dann countet sie halt dementsprechend. Aber wenn wir mit Brute Force und mit Stärkeerhöhung und sowas mit dem normalen Schlag ja eh schon auf 9999 Damage kann, dann macht der Konter mit 4-fachen Damage da keinen Unterschied. Also ich finde das jetzt nicht wirklich... Ich finde es jetzt leider nicht wirklich mit dem Spielstil entsprechend. Und bei der Anja sind wir jetzt auf Level 12 mit dem Salbi. Der hat dazu gelernt Giftmischer, das war glaube ich das, was der Fettsack Büß verwendet hat. Vergiftet den Gegner und fügt dem Gegner Schaden zu in Höhe von dem Erholungsgegenstand, den man gemacht hat. Also wenn wir jetzt an Übertrank dem Gegner an den Kopf hauen, mit Giftmischer, dann macht der 1500 Damage und vergiftet das Ziel zusätzlich noch. Und Sammeln habe ich gerade frisch gekriegt, aber weiß das selber nicht, was das bringt. Erhalte einen Gegenstand im Kampf, beachte, dass die Gegenstände, die du hältst, sich je nach Ort unterscheiden. Ah. Interessant. Das ist glaube ich eine Fähigkeit in Bravely Default 2, die man vor Anfang, also die der Dings hat, vom Freiberufler müsste es glaube ich Fähigkeit sein, wenn mich nicht alles täuscht. Können wir gerade mal schnell schauen, wenn es zum Kampf anfängt. Wahrscheinlich kommt jetzt Agnes eh nicht dran. Sammeln. Einfach mal sammeln zum Schauen, was wir da finden würden. Achso, eigentlich könnt ihr auf Default gehen, dass der nicht angreift. Ah, jetzt ist eh schon gelaufen. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal, allerdings mit, dass nur Dings angreift. So, du machst das, du machst das. Du machst 4-mal sammeln. Und du machst Default. Antimaterie erhalten. Antimaterie erhalten. Okay, das gefällt mir jetzt schon. Klingelingeling. Ist das, weil es jetzt dunkel ist, dass wir Antimaterie kriegen? Kablam. Was macht die Antimaterie eigentlich? Tobsuchteffekt, Osmoseeffekt, Kometeneffekt. Für der Macht des Dunkels und kann für das Vermischen verwendet werden.
Eine Substanz, die das Licht nicht reflektiert und daher nicht direkt betrachtet werden kann. Ihre Umrisse sind jedoch durch das von ihr verdeckte Licht erkennbar. Sie wird in einem himmlischen Weinglas aufbewahrt, das fest verschlossen ist. Zum Vermischen, okay. Interessant. Was ist mir die Westale in den Kluft? Wieso kann sie das nicht anziehen? Oder der Bravo Bikini? Naja, ist ja wurscht. Machen wir bitte mit der Quest. Mit der Hauptquest-Reihe. You did what? You went to the Temple of Fire? There was a way in through the Mithril Mine? Yes, we have awakened the fire crystal. That should quell Mount Karka's fury. That is excellent news. Thank you, Wind Vestal. We owe you and your companions our thanks. One thing. After we awaken the fire crystal, all the veins of ore in the mine disappeared. I see. Oh, no need to look so dejected. This is actually good news for us. Warum? After all, the mithril warheads the sword bearers fired upon us were a source of great concern. This should change the course of the war. If we are lucky, it may end soon. Once the eruption of Mount Karka subsides, we will also work to restore the Temple of Fire as quickly as we can. I would appreciate that. The fire vessel should be given a proper funeral without delay. After all, we were only able to awaken the fire crystal through the help of Ego here and the fire vestal. Is that so? Fine work, Ego. You have my thanks too. What will become of the Canary Boys, who were working in the mine? They were all without homes to go back to, so we will harbor them here in Heartschild. The townspeople will see that they are cared for. I'm glad to hear that. You'll be seeing your friends again soon, Ego. Yeah. Well, you are all tired, I dare say. Please get some rest while you sojourn in Heartschild. Ich möchte kurz was dazu sagen, bevor das weitergeht. Mir ist gerade eingefallen, diese Ninja-Tussi hat sich doch in der einen Zwischensequenz vor 5 Folgen oder sowas, da hat die sich doch verwandelt in so einen Normalbürger und hat dann so super schnell geredet. Ganz im Kontrast zu ihrer Introvertiertheit, die sie als Ninja hat. Hat der Mensch, in den sie sich da verwandelt hat, nicht auch so ausgeschaut wie der Typ da, der Kleine? Und warum freut er sich jetzt nicht? Der ist mir suspekt. Der ist mir äußerst suspekt, der kleine Bub. Warum freut er sich jetzt nicht? Tomobot. Schon wieder. Wait, wieso hast du jetzt Tomobot? Hat der nicht Freundbot gekostet vorher? Ich meine, Tomobot macht Sinn, weil Tomodachi ist Freund auf Japanisch. Aber warum Tomobot? Was haben wir da? Update! Yay! Ein Bomberarm. Das Melodike. Hä? Ich hab das doch noch gestartet. Das Melodike-Hemd für ein Dings. Für ein Ring-a-Bell. Yay! Zurück nach Hartschild. Geisterknochen, Antimaterie. Was hat die da gekriegt? Was hat die da gefunden? Ein Flogion-Logi-Dingens irgendwas? What? Phlogiston, was ist das? Oh, so ein Feuersubstanz-Dings zum Mischen. Okay. Ich meine, es ist cool, dass sie im Kampf die ganzen Items ausgraben kann, die sie dann auch kombiniert und dem Gegner den Kopf wirft.
Es hat irgendwie was. Ach, ich habe immer noch plus 100% der Scheinrate, glaube ich, drin. Das brauche ich ja nur zum Grinden, das hauen wir schnell wieder raus. Ja. What's the matter, Egel? I don't want to live in this town. Wait, what? What? Why not? I want to go with you. Huh? That's simply not... So you wish to fight by our side, hmm? Oh, I can't do that. I don't know how to fight. But I still want to go with you. Please, take me with you. I'll do anything you ask. That just won't work. Even if you say no, I'm still going. Then we have a problem. Let's go to Commander Goodman's residence. Das erinnert mich an Final Fantasy, was war das? Vierer? Mit dem Djinn-Dude, der sich als dieser Schatten verkleidet und ist verfolgt, damit man nachher ihn schmuggeln zu dem Mithril oder was das war, dass er das klauen kann. Ich weiß es noch, es ist so ewig her. We've decided to take Egel in. My husband has agreed that it would be best. You hear that, Egel? That's great news. You couldn't wish for a better family than the Goodmans. I hope that when you grow up, we'll see an age free from the ravages of war. I would hate to see you end up a soldier. I believe your husband has what it takes to make that happen. Thank you for your kind words. Well then, Egel, you take care of yourself. We'll be back to check on you, so be on your best behavior. I will. Ich traue dem Bub keinen Millimeter. Die misstrauische Eri, okay? Ja genau, man konnte es an seinem Gesicht erkennen, als Kommandant Goodman sagte, sie würden die Jungen aufnehmen. Ich muss zugeben, jetzt wo du es sagst. Eri? Stimmt etwas nicht? Du starrst die ganze Zeit nach hinten. Erwartest du jemanden? Das Kind Egil. Was ist mit ihm? Der bleibt doch niemals da, wo er ist. Das glaube ich einfach nicht und ich lasse mich nicht austricksen. Ein eingebranntes Kind scheut das Feuer, oder Eri? Er hat sich Eleanors Anweisungen verdächtig schnell gefügt, wenn man seinen üblichen Tonfall bedenkt. So ist es. Irgendetwas stinkt hier gewaltig und ich lasse mich nicht hinters Licht führen. Du klingst ja fast so, als würdest du wollen, dass er aufkreuzt. Zwischen Egil und ihr ist mittlerweile eine Fehde epischen Ausmaßes entbrannt. Mich hältst du nicht zweimal zum Narren, du Quälgeist. Aber, ja, Eri, ich fühle mit dir. Irgendwie hat er jetzt was. Warum hat er jetzt was anderes an? Der hat doch vorher nicht so Hemdakett in der Farbe. Der ist mir suspekt, der Kerle. Egil ist ein echter Quell der Freude, aber in letzter Zeit scheint er irgendwie traurig zu sein. Das ist sicher wie bei der Ares in Sektor 6, wo du sie bei der Mutter ablieferst und dann laufst du weiter. Na, Sektor 5 ist das. Und dann laufst du weiter Richtung Sektor 6 und dann schaust du jetzt mal vor uns. Ja, was soll mir jetzt an? Eri erleuchte uns. Als nächstes ist der Erdkristall dran. Wir sollten uns in der Taverne in Großschiff umhören. Ja, Großschiff! Urlaubsresort, Großschiff. Ich kann gern zurück nach Großschiff. Ah, zum Glück haben wir so abseits parkt. Das heißt, wir müssen da ganz mitlaufen.
Alter. Übertrank. Ich meine, die Level der Schwertmeister jetzt trotzdem. Auch wenn er bisher eigentlich nur Konterfähigkeiten hat und sonst gar nichts. Und der normale Angriff mache ich mit jeder anderen Klasse auch, wenn ihr ein Schwert gibt. Donnerkeilscheibe. Schillerkäfer. Ich schwör's euch, wenn ich alle Klassen habe, ich nehme einfach mal so eine Stunde Zeit, hock mir eine und tüftel die verschiedensten Jobkombinationen und Fähigkeitenkombinationen aus, sodass mir sowas von overpowered werden, dass das ist schon fast ein Cheating grenzt und ich glaube, an dem Punkt sind wir sogar fast schon mal gewesen. Aber jetzt fahren wir erstmal zurück nach Großschiff und schauen mal, was es da in der Taverne Neues erwartet. Mir fällt gerade auf, wir waren noch gar nicht in dem links oberen Kontinent, gell? Da links oben. Kommen wir gerade vor. Und rechts oben auf der Insel der Runde sind wir auch noch nicht gewesen. Ah, ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu, habe ich so das Gefühl. Was ist das für Folge? 20? Na, das müsste 21 oder so schon sein. Ich weiß nicht, ich habe ein paar aufgenommen, ich habe sie nicht direkt verfolgt. Oder 22? Ich weiß es nicht. So, wir gehen jetzt kurz Hyaluroni. Ja, ich habe jetzt allein schon 600.000 ausgegeben für die 3 Klamotten. Die Überklamotten. Und ich habe trotzdem noch Millionen. Da macht man ja was, wie ich es gemacht habe, zumindest Geld gehabt. Ihr könnt dann gerne ausfragen. Onkel Dats. Großschiff! Urlaubs Resort. Los, Schiff. Ich möchte ein Zimmer mieten oder so. Vielleicht geht alles aufs Haus. Warum kann ich denn nichts nehmen, wenn alles aufs Haus geht? Voll die Frechheit. Ich glaube, da habe ich schon alles plündert. Kollege, du schaust wichtig aus, red mit mir. Was für eine Schande, eine wahre Schande. Hm? Oh, war ich zu laut? Ich bitte um Entschuldigung, aber es ist wirklich eine Schande. Es geht um die Herberge in der Stadt Kaldisla, wo ich mein Geschäft habe. Sie mussten die Herberge schließen. Der alte Gastwirt, dem sie gehört, ist zu krank, um sie weiter zu betreiben. Wait, what? Das heißt, wir müssen jetzt zurück nach Kaldisla oder was? Was sieht Eri dazu? Also statten wir jetzt dem Gastwirt in Kaldisla einen Besuch ab? In dem Fall? Ja. Auf nach Kaldisla. Ach so, das war das Schiff, genau, gerade denkt. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Das war der Nerbel da, der gelbe. Kaldisler! Rein! Schaut auch so geil aus, die Stadt. Mit dem Ufer da drunter. Was, wieso geht sowas nicht in Real Life? Ich meine, klar, es schaut sehr mittelalterlich aus und die Zeiten sind längst vorbei bei uns, aber es schaut doch einfach geil aus. Ja, die noble Vestalin, bla. Der Krieg in Eisenberg tobt schon seit Jahren. Ich hoffe für die Leute, dass er bald ein Ende hat. Woher weißt du das? Du bist nicht mal auf dem gleichen Kontinent. Wenn man sein Gemummel einmal außer Acht lässt, würde ich diesen attraktiven Burschen wirklich gerne wiedersehen. Ring a Bell? Wir erinnern uns an die Intro-Szene.
Na nü. Welcome! Who are you? Sie ist der Ninja. I'm a distant relative of the innkeep. He's too sick to get up and about, so I'm filling in for him. He's bedridden? Is it serious? Not at all. The doctor says he doesn't need to stay in bed, but... well, you should see for yourself. Well, we'd better go see him then. Er liegt im Kopfkissen. What the heck? Are you feeling okay? He's having a nightmare. Ach, das ist der Dingsy, der Hauptmann, der Owen, sein Sohn. I guess he's become despondent since Owen died. His son was everything to him. It must be hard to deal with it alone. What about that girl? She's related to him, right? She has to go back to her home soon, I hear. How do you know that? Statt im Tagebuch. It just came up. Let's check my journal before things take a turn for the worse, hmm? We'll bring the orphan to the inn we set out from. That sounds relevant, no? Oh, this is the inn we set out from. And the orphan, I guess that means Eggle? That's nonsense. Mrs. Goodman has given him a good home. Come to think of it, Eggle's parents were guards, just like Owen. He said he was raised by his kind grandfather after they died. But It doesn't have to be permanent, just until the old man gets better. Do you think we could have Eggle stay here a while? I guess that's up to Eggle. Right. Also wieder zurück. Meine Fresse. Okay, das hin und her, das hätten sie sich echt schenken können. Das zieht das Ganze einfach nur total unnötig in die Länge. Jetzt kann ich mit dem Schiff wieder zurück fahren, den kleinen Drecksbub wiederholen. Und dann bringen ihn wieder daher. Was für Zeitverschwendung! Meine wertvolle Sendezeit. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich gerne ein Luftschiff wieder hätte? Was ist denn ein Permakristall? Ich habe es trotzdem geil gefunden, dass man ganz am Anfang mit dem als Luftschiff über die ganze Map fliegen haben können zum Missals anschauen. Das ist ein cooles Gimmick gewesen. Auch wenn ziemlich gleich danach das Luftschiff kaputt gegangen ist und wir jetzt nur noch im Wasser damit fahren können. Aber es war trotzdem cool. Ich mag ein Luftschiff. Wir kriegen bald wieder ein Luftschiff. Ich mag ein Luftschiff. Oh, es ist Nacht. Es ist Nacht. Darum haben wir keine Hintergrundmusik, wir müssen leise sein. Ah, schaut das wie ein Motle. you guys! You came to see me! Hello, Eggle. You look happy. He's been bouncing off the walls ever since this morning, when he heard you were coming. He isn't always this way? No. Since you left, he's been moody most of the time. Is that true, Eggle? Er vermisst seinen Großvater, von dem er gar nicht weiß, dass er existiert. And this place is amazing! But I still want to travel with you. Hey, Eggle. Can I tell you something?
It's about a captain of the guard who lived in a far-off land. He died in battle. Far off land. Buchstäblich 2 Minuten mit dem Schiff. Protect his kingdom. Just like my mother and father. And this man's father, he lies sick in bed at the shock of his loss. The captain's father has been of great help to all of us. We owe him a great deal. Was ist mit dem Tagebuch, Mann? Ich will wissen, warum das alles was. If you would spend some time with the captain's Und warum der Ringerbell nix mehr was. I believe it might help him. Das hängt irgendwie zusammen, das hätt's nicht What er. do you think, Egel? What? So you didn't come to ask me to go with you? That's a shame. Okay, I'll do it. I can't say no to you. Thank you so much, Egel. If this is Agel's decision, I won't stop him. But you come back anytime you want, okay? I will. Thanks for everything, Mrs. Goodman. Plot Twist, er ist eigentlich ein Mottli. Was hat Eri schon wieder? Oh, der Gedanke von Tiss diesmal. Der Tiss hat schon länger nichts mehr gesehen. Er hatte sich gerade bei den Goodmans eingelebt und jetzt reist er schon wieder in ein fernes Land. Ja, daran muss ich auch denken. Daran auch? Da redet es von Eleanor, nicht wahr? Ja, die beiden hatten sich dazu entschieden, ihn bei sich aufzunehmen und jetzt reißen wir ihn wieder aus ihren Klauen. Daran ist leider nicht zu ändern. Wir könnten ihn aber bitten, ihr zu schreiben, sobald er sich in Kaldisla eingelebt hat. Ich hätte nichts dagegen einzuwenden, den Jungen hin und wieder zu den Goodmans zu bringen. Klar, jetzt spielen wir Taxi. Das wäre mit dem Luftschiff wesentlich einfacher. Wir haben den Jungen zwar mit den besten Absichten mitgenommen, aber ohne einen durchdachten Plan. Was ist denn, wenn der Gastwirt Nein sagt? Es ist ein Opa, der kann nicht Nein sagen. Lass uns zunächst dem König einen Besuch abstatten, bevor die beiden sich treffen. Was hat denn der König jetzt wieder damit zu tun? Wie man ein Spiel grundlos in die Länge zieht, Simulator 2022. Echt jetzt? Ich muss jetzt wirklich manuell wieder da schippern. Ich will ein Luftschiff. Ich meine, ein Schiff ist auch cool. Aber ein Luftschiff ist noch viel cooler, weil ein Luftschiff nicht vom Wasser abhängt. Ja, ich halte die Schnauze, lass mich in Ruhe. Ich vermisse mein Luftschiff vom Anfang. Ich will das wieder reparieren. Alter, 5500! Oh, da kommt doch eine Currygini-Zwiebel. Also der Schwertmeister wird sich dann rentieren, wenn ich ihn allen eine 4 gebe und nur noch kontere. Ich will ein Luftschiff. Hä, das ist der falsche Kontinent, da bin ich falsch. Da kommt da wieder Alpha-Wann, wenn ihr in die Luft. Ihr habt ihr nicht verloren, ihr seid so schwach, geht wieder zurück. Ha, Doom Train war schon geil. Die Beschwörung. Ah, 2 Haie mit Ohren. Es guckt mir erst dazu an, ich mach hier nur Ohrenschlag jeweils mit jedem Charakter. Ich bin gar nicht am Braven, nur mit der Agnes zum Aufheber. Zum Aufsammler. Aufheber. Auf zum König! Also ich finde, dass Edias aktuelle Klamotte mehr nach einer Rittertunika ausschaut wie die Rittertunika von der Agnes. Wobei, angeblich vereinen die sich ja. That about sums it up. What do you think, Your Majesty? Vielleicht wird es ja noch.
A fine idea, I must say. I have been concerned about the innkeep myself. Eggle, it is admirable of you to agree to follow in the innkeep's footsteps. The kingdom of Kaldisla welcomes you. You see, I want to be a powerful soldier one day, like my mother and father before me, like Tiz. I want to be a mighty warrior with a kind heart who can protect the ones he loves. Well said, well said. Fine sentiments for a boy to have. Very well then. You shall be given access to our training hall, Lego. And I would be honored if you would accept this gift. What is it? Ja, was ist das? A badge we give our young soldiers. My captain of the guard, Owen, also wore one once. This marks you as an apprentice soldier for the kingdom, Lego. I hope to see you train hard and become a first-rate soldier. Wow! Thank you! Glücksjunge, Iggy. Thank you, Your Highness. By the way, Tiz, how is the reconstruction of Narende village proceeding? Das proceedet ziemlich With all gut. your travels to save the world from peril, you must find little time to return, no? Perhaps you could put Eggle here in charge of the reconstruction? Wait, what? Reconstruction? You would be acting on Tiz's behalf. I'll do it! Are you sure you can handle all of this at once? Willst du mir jetzt erzählen, dass ich jetzt den Wiederaufbau automatisieren kann mit dem blöden Bub? Training to be a soldier and supervising the reconstruction. Jetzt, wo ich fast alles auf Stufe 11 habe. That's a lot to take on. No sweat for me! You have unlimited potential, Eggle. When the time comes, you shall choose your own path. Until then, be fearless and follow your heart wherever it may take you. I will! Thank you! Oh, it's you. It's been a while. Ah, you have a young boy with you. And what's this? Der Ring, das Abzeichen. He wears the badge of a young soldier. That takes me back. My son treasured his above all else. You remind me of him a bit, you know? Weil's sein Sohn ist, du I Trottel. want to be like your son Owen one day. My mother and father were guards as well. You don't say. I'm sure you'll get there one day. Was ist jetzt kaputt? Oh, dir wieder. So you Alternis! have returned, Alternis. Yes. Not long ago. I was told you have an urgent report. Can it not wait until the Council of Six convenes? No, it cannot. It appears the fire crystal has been awakened. The remaining Black Blades continue to fight alongside the Sword Bearers. However, no word has come from Commander Kami Izumi. It seems that morale is plummeting. Our only option left is an all-out defense of the Earth Crystal. We must cut our losses in that realm. You propose that we abandon the Black Blades, the forces of the Duchy's 1st Division? We have underestimated the Wind Vestal. We shall not make that mistake again. You or I. If the Earth Crystal were to be awakened, there would no longer be hope for this world, and our ideals would fade to nothingness. But the Wind Vessel has no way of traversing the highlands that surround the Duchy. Only the heavy airships helmed by our cadre have the propulsion necessary to make the journey. Do not be so sure. The Wind Vestal has thus far outmatched us at every turn. Summon Victor and Victoria. Luftschiff! Wir kriegen wieder Luftschiff. Council of Six may have to
deal with the Vestal personally. Allow me to interrupt. Das ist der Alte, oder? Da stehen wir noch. Der Julianer Sage. I'm glad the innkeep was willing to take in Egil. Wait, what? Egil said he looks so much like his late grandfather, it's scary. Enough about that. We must go to awaken the Earth Crystal. But we have no way of entering the Duchy of Eternia. Perhaps it's time to get out that creepy journal of yours, Ringabel. I'd Luftschiff! hardly call it creepy. Anyway, I'll see what I can find. Warum machen sie das die ganze Zeit? There are a few notes that might apply. Earth Crystal, Grand Ship, Engine Room. Those are the words that seem to be coming up. Grand ship? Perhaps we'll find a lead there. Großschiff hat einen Maschinenraum? Halt immer, natürlich hat es einen Maschinenraum, aber... Ist Großschiff eventuell ein Luftschiff gewesen? Ich meine, ich habe in der Folge, keine Ahnung welche das war, wo man Großschiff zum ersten Mal entdeckt haben, habe ich ja gesagt, es schaut aus wie ein Luftschiff, aber halt unproportioniert. Also das, was eigentlich der Rumpf ist, müsste der Ballon sein. Und der Ballon der Rumpf, aber vielleicht... Vielleicht war ja gar nicht so falsch dran mit meiner... Ja, mit meiner... Wie sagt man da? Mit meiner Idee. Oder mit meiner Vorahnung, ich nenne es jetzt Vorahnung, genau. Oh, wir haben den Ripper gekriegt. Das haben wir das. Haben wir das nicht schon? Ripper! Und ich weiß, wir sollten nach Großschiff gehen, aber da haben wir ein blaues Logo. Sidequest! Das heißt, wir kriegen wieder einen Asterisk. Es fällt eigentlich nur noch der Ninja, oder? Der Ninja ist dann eigentlich theoretisch das Gegenstück zum Schwertmeister. Der Schwertmeister ist ein verteidigender Konterfuzzi und der Ninja ist wahrscheinlich der mit der Katanas oder Dolche. Was hat denn... könnte beides haben. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Was da rauskommt. I've been expecting you. Thank you so much for what you have done. Oh, Commander Goodman. It's good to see you at home for a change. I came as soon as I could when I heard the Wind Vestal was holding a banquet in my honor. A banquet? My wife is also most pleased. You can see she's all in a bustle getting things ready. Ninja. I did wonder at seeing the names of Officers Steiner and Neuer on the invitation. How did you know the names of our shield-bearer officers, Vestal? I don't remember introducing you. Hold on. You've lost me, I'm afraid. Well, I received your letter saying that you'd like to hold a banquet at my residence. Klar, mit allen Truppenführer, die instant dort vergiften können. Is that so? Strange. Ninja. I'm quite certain it was signed in your name. Never mind that, everyone. The banquet shall be ready soon. Well, I'd hate to put this food to waste. And Eleanor seems so happy. Indeed. Excellent. Please. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen ungeduldig, ich möchte das Luftschiff. I say, the Wind Vestal is much younger than I had imagined. What the heck? She may be young, but I hear she's quite capable.
They say she's already saved our hides several times. Allow me to introduce everyone. These are my chiefs of operations. My closest advisors. Oh, Steiner und Neuer. My name is Saranish Steiner. Hmm? It is a great honor to walk in the light of your countenance, Lady Vestal. I am Savish Neuer. I'm very glad to make your acquaintance, Lady Vestal. Pleased to meet you both. Well, now that formalities are out of the way, let's head to the table. Daniel, What is it? I just opened a letter that arrived this morning. A letter? There's no sender on the back. Let me see. Daniel Goodman, Shield Bearer Commander, shall die this night. What on earth? Is this some kind of sick joke? Who would send such a thing? Ja, das Festbandkett ist halt vergiftet. Sind die echt so dumm, oder was? Nastasia. I don't like this one bit. Well, we veterans should be able to look after ourselves. We should enjoy the feast, Commander Goodman. You are right. Are you okay, Eleanor? Yes. I'll bring the food now. Es stellt Connor in Frage, dass Agnes den Scheißbrief gar nicht geschrieben My hat. apologies for this disruption, everyone. Not at all. That letter chilled my blood. A death threat, it seems. Ring a Und bell. der andere Brief ist euch völlig egal, was ist mit euch verkehrt? Oh Gott, es geht schon los. That was Eleanor's voice. Natürlich, mit dem Maket versammeln sie alle in dem gleichen Raum und dann geht's ein Massaker und dann sind alle Schildträger-Offiziere im Arsch und dann haben sie den Krieg verloren. Terrible has happened. It's Nastasia. She's dead. Große Enthüllung, als ob das nicht... Ach, egal. Nastasia is dead. She was not breathing and had no pulse. We believe a blow to the back of her head with a blunt object is what killed her. But we haven't found a weapon. Ein Katana-Griff. We've placed her body in bed for now. I'm more concerned at the fact that the front door will not open. It seems to be sealed shut from the outside. We cannot get out. Can't we just break a window? I'm afraid not. This residence was formerly a stronghold. There aren't any windows on the first floor. So that means we're trapped? What on earth is going on? Who killed that servant? I was preparing the food with Nastasia just before, right up until I opened that threatening letter. I noticed nothing amiss at that point. Then it must have been you who killed her. Who else here would have had the chance? Nonsense. Why would my wife ever do such a thing? I have no idea. Perhaps she was the one who wrote that letter as well. No, I would never harm a fly. But you were the only one who could have been with the servant at the time she was killed. Und ein Ninja. Wait! The culprit will not be found through conjecture. That Einspruch. said, the murder Hörensagen. must be among us. The front door has not been opened since we arrived, no? None have entered, and none have left. That leaves only us. I would never accuse the Vestal. But how can we trust you other three? We know nothing about you. Was ist mit dir, Neuer? That's just... Du hast buchstäblich I'm Savage. sure I appear suspicious. After all, I have no memory and know not my own past. There's no one who can attest to my background either. Oh, for pity's sake. Why do you travel with companions of such dubious origin, Vestal? They show up, and all of a sudden the servant dies. Isn't the timing a little convenient? Enough. The Vestal and her companions have hardly had time to do such a thing since they arrived. And you well know how much they have aided the shield bearers already. I won't stand to hear the Vestal and her allies insulted. However, in that case, the finger of blame can point only to your good wife. Wait!
Allow me to take Was ist mit charge of euch this drei? matter for now. I would ask that you all remain calm. Es ist noch jemand im Raum, Mann. Ihr seid so dumm. Do you have any idea who the culprit is, Vestal? No. The wife does appear to be the most likely. Framed? I'd have my eye on Officer Neuer if I were you. Something. She is obsessed with furthering her career. Forgive me for saying this, but you should see the way she looks at Commander Good, and she blatantly acts as if she's his wife even though he has a splendid wife back at home. She's always holding strategy meetings. As you can see, Commander Goodman is a sincere... At this rate, she'll end up a mere officer, and Commander Goodman will go back to spending time with his wife. Perhaps she saw this banquet as her chance to make a move. That is what I think, anyway. Ich glaube, es ist gar niemand für euch. And not a word to anyone about this. If she knew I had said these things, my life would be in danger. In any case, you should consider this, Lady Vestal. Ich hätte so am ersten Neuer im Verdacht. Man sich ausbuchstellt wie Savage, was? Aber wahrscheinlich will es geben, nur dass wir das denken. Wahrscheinlich ist es ganz was anderes. Ganz was anderes, ganz jemand andere. Was hält ihr dazu, der Daniel? I am sorry you were dragged into this, Wind Vestal. I hope you and your companions can forgive me. No need to apologize. I think it is your wife who needs your support right now. Perhaps you could speak with her later? Yes, you are right. Do you have any idea as to who the... Not so far. Do you have any enemies? Well, there are plenty of sword bearers out for my blood. But I'd like to think no ally holds a grudge against me. Officers Steiner and Neuer have been steadfast in their support throughout the war. What do you know of Nastasia, the murdered servant? Today was the first time I'd met her, actually. I've not been able to spend any time at home. I see. Thank you for answering my questions. I doubt that Commander Goodman is behind this, Agnes. I feel it best that I speak with everyone, just in case. Often, the least likely suspect turns out to be the culprit. Even when death threats are made? Especially. Wollte gerade sagen, ganz besonders denn. Has made no sense from the start. An invitation to a banquet sent in the name of Agnes, savior of the shield bearers. Of course, whoever is behind this invited their intended victims under the pretense of a banquet. If it was Commander Goodman, he could have conspired with his wife beforehand. They could have concocted these mysterious invitations and the death threat themselves. If that's the case, then why kill the servant? Killing the servant may have been a diversion before they kill their true target. Either Officer Steiner or Officer Neuer, the two who received invitations. Or both of them. Wait, it's too early to jump to conclusions. I can't imagine why the commander would want to kill those two. Then maybe... Was ist, wenn's Connor vor uns war? Was ist, wenn Nastasia gar nicht tot ist? Was ist, wenn sie nur ihren Tod vortäuscht, damit wir uns jetzt alle gegenseitig beschulden, wer der Mörder ist und uns... I trust you will ensure that we get out of this mess in one piece, Lady Vestal. I'll do my best. Who do you think the culprit is, Officer Neuer? The evidence all points to the wife, no? She presents herself well, and then goes and does these terrible things. Perhaps she resents Commander Goodman for not returning to his residence more often.
Sending death threats before following through takes a cold, calculating criminal. The thought makes my blood curdle. If this is true, I feel so sorry for poor for the commander. He has worked hard for his country. But if you want my honest opinion, I think another may be responsible. Another person? Who? Nastasia? This is for your ears only. I have heard disturbing rumors about Officer Steiner. Disturbing rumors? He has worked his way up the ranks, serving with merit in many battles since the war began. Promotion after promotion, and now he is Joint Chief of Operations. I believe he wants to take command of the shield bearers. If the war continues, Commander Goodman may very well die in battle, and Steiner may be next in line. However, then you came along and put his achievements to shame. The war seems nearly at an end. He must have panicked. His mind is always plotting strategy, both on and off the battlefield. He must have used your name to set up this banquet. Then why did he kill the servant first? That is what makes him so shrewd. He is ensuring no suspicion falls upon him. First the servant, then he picks us off one by one as we turn on one another. Horrifying. Poor Dan, yeah. Ich glaube, sie hat sich verraten. Poking around isn't going to bring her back, Ring-a-Bell. Yes, I know. I'm well aware, but... Show some respect for the dead, Ring-a-Bell. The Ring-a-Bell is so cool. How are you holding up, Eleanor? I can't believe this is happening. With my husband home at last, and you here for a banquet. Please believe me. I have not killed a soul. How long had the servant girl been working at your residence? Not long, in truth. I employed her when we took Egil in, but it has been a blessing having her around. It was good to have someone to talk to after Egil left the house. Did she mention anyone that may wish to cause her harm? No, she was a good girl. I cannot fathom why she was killed. Don't take it too hard. I'll try not to. Oh, let me pour some tea. Trinkt nicht den Tee. Your attention, please. Until we identify the culprit, I believe it best that we all stay together. Eventually, the others will realize something is amiss. Once they do, they'll break us out of here. We just have to wait. In the same room as a murderer? That simply will not do! I agree! Officer Neuer and I were not mentioned in the death threat, but we certainly do not feel safe. As long as we all stay in one place, the offender will not be able to take action. We all agree with the commander. Right, Agnes? Indeed. I must ask you to be patient, Officer Steiner and Neuer. Yes, of course. It seems we have no... choice. Are you all right, Officer Steiner? Officer Steiner! He's dead. But how? What happened? Ja, die Kleine will sich halt aufvögeln auf die oberste Position, Mann. He had just drank some tea, correct? Poisoned? When? Es ist neuer, hauen sie halt um. Tea for us all just now. The poison must have been in that. Schau, wie sie allen anderen der Mord anhängt. Steiner was the only one to drink it. The rest of us had yet to take even a sip.
That is all the evidence we need! It was you, you she-devil! You've shown your true colors! Calm down, Officer Neuer. Calm down? Commander, this woman just tried to kill you! Officer Steiner is dead! But it could have just as easily been you, the Wind Vestal, her companions, or me! Oh, perish the thought! Good heavens, no! Me? Use poison? Don't try and tell us it wasn't you! Tie this woman up immediately! Unfortunately, under these circumstances, I cannot see how anyone else could be responsible. But, Daniel... I am sorry, Eleanor. I shall have to confine you in the cellar until you can be cleared of any wrongdoing. Is this acceptable, Vestal? Yes. Ja genau, da drunten, da stirbt sie dann auch. How has it come to this? There must be some kind of mistake. Mistake? Are you still on that woman's side? She has killed twice already! But what is her motive? Why would she kill the servant and Officer Steiner? Warum schaust du denn in dem Tagebuch nach? Only point the finger at her. We can find out what her reasons were later. At least she is now under lock and key. Now we just need to find a way out of here, and all shall be resolved. She must have been the one who jammed the front door as well. We should have questioned her. We should go and have another look at the entranceway. I'm not going anywhere. No way. I'm staying put until help comes. Very well. I'll stay here with her. Daniel, das war die Todesurteil, du... Wenn's seine Frau gewesen wäre, dann wäre sie sicher nicht so blöd und hätte vergiftete Tee in der ganzen Runde ausgeschenkt. Weil es dann ja wohl offensichtlich wäre, dass sie es ist. Ganz offensichtlich will jemand ihrer der Mord anhängen. Und in dem Raum aktuell gibt es nur eine Person, die wirklich ein Motiv dazu hat. Das haben wir bereits erfahren. Was wir allerdings in der nächsten Folge erst erfahren werden, ist, ob wir damit richtig liegen oder nicht. Ja was? Ist gemein, gell? Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.